So, liebe Freunde und Mitreisende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche von uns. Herzlich willkommen auch von mir. In dieser Woche passiert Folgendes. Das erzählt euch jetzt gleich mal der René. Wir müssen ja jetzt nach 1,5 Jahren Parkzeit von unserem Auto hier in Sambia den Karren wieder reaktivieren. Das heißt, hier muss mal richtig gewienert, geputzt werden, mal geguckt werden, ob alles richtig funktioniert und was man sonst so alles macht nach so einer langen Storage-Zeit. Da nehmen wir euch einfach mal mit. Wir müssen noch weg zum Ölwechsel machen, wir brauchen neue Batterien. Und ich baue eine Lithium-Batterie ein jetzt sogar. Und wir gehen auf eine Classic Car Show. Auf einem nicht Golfclub, Country Club hier. Total elitär gefühlt für uns. Das und mehr passiert diese Woche. Also seid gespannt und habt viel Spaß. Es wird auf jeden Fall abwechslungsreich, glaube ich. Bis dann. Einen schönen guten Morgen. Der nächste Tag geht weiter. Ich habe mal eine kleine Kameraassistentin geholt. Die muss ich mich jetzt mal bücken, weil ich zeige euch mal ganz kurz, was man so alles macht, wenn man sein Auto einlagert. Hier sind ja überall Schläuche und Öffnungen und wir stecken da immer irgendwas rein, Hülsken zum Beispiel, damit da kein Viechzeug reinkriechen kann, um sich dort einzunisten oder auf die Art ins Auto krabbelt. Das ist hier zum Beispiel auch von der Heizung Luftansaugung, weil wenn sich einmal Tiere in der Heizung eingenistet haben, ist auch blöd. Das petzen wir jetzt hier mal alles wieder ab. Dann können wir das mal öffnen. Und jetzt ist natürlich nur eins passiert, hier bei dem Schlauch ist mir der Stecken abgerissen. Den muss ich jetzt erstmal ausbohren, aber der Mann ist ja vorbereitet, hat immer einen Akkuschrauber mit Bohrer in der Hosentasche. Here we go. Ich bin ja gerade dabei, die Wasseranlage wieder zu installieren und habe jetzt erstmal relativ stark so Mikropur reingemacht mit dem Chlor drin. Jetzt stinkt da drin erstmal alles, aber so eine Überdosis, dachte ich mir, kann nicht schaden. Und einmal alle Restfeuchtigkeiten, angegimmeltes Zeug in den Schläuchen mal zu töten, bevor wir die Wasseranlage wieder installieren. Jetzt muss ich das nur ordentlich durchspülen, damit wir dieses ganze Chlor nicht im Auto haben. Über 15 Monate stand unser Auto nun still, genau wie unsere Welt in Deutschland. Beide mussten wir uns von unseren Müttern verabschieden und doch auch irgendwann wieder die Kraft und Energie aufbringen, erneut loszuziehen. Und da sind wir nun wieder und lernen Tembo Stück für Stück wieder kennen, nehmen unseren Platz wieder ein. Wurde er doch in unserer Abwesenheit von neu gewonnenen Freunden aus Kenia nach Sambia überführt und liebevoll dort eingemottet. Fast fühlt es sich wie 2022 an, als wir in Südafrika unser Fahrzeug überhaupt erst kennenlernten und seitdem einiges gemeinsam erlebt haben. Das hier funktioniert. Wir befinden uns in der Hauptstadt Sambias in der wunderschönen Unterkunft Lukasa, wo wir bereits 2023 einen längeren Aufenthalt hatten und unser Auto durch das Folieren des Innenraums endlich so richtig zu dem unsrigen machten. Ein guter Ort, um innerlich etwas zur Ruhe zu kommen, denn das haben wir dringend nötig. Jetzt gehen wir mal gucken, was es hier eigentlich heute so zu essen gibt bei uns. Es gibt Wasser, es gibt warmes Wasser. Es gibt der klassischen Anfang Spaghetti Bolognese. Gucken, ob ich das mit dem kochen kann und probieren mal so eine Nudel, die ich gemacht habe. Al dente würde der Profi behaupten. Ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Moment liegen. Wir sind mittlerweile an Tag 3 angekommen hier in Lusaka und heute beginnt eine neue Organisationsrunde. Wir fahren jetzt nochmal in die Stadt, weil unsere Batterien, unsere Wohnraumbatterien sind ziemlich platt. Nicht ganz kaputt, aber ziemlich platt. Und da wir ja jetzt in Länder wiederkommen, wo eine Versorgung schwieriger ist,
haben wir beschlossen, dass wir hier neue kaufen. Und ich habe Hans gefragt, wo wir unser Auto gestoraged haben, ob ich da einen Ölwechsel machen kann, damit ich hier auf dem Camp nicht da rumwutze. Genau, da fahren wir jetzt als allererstes mal hin. Und jetzt also Station 1 ist da, wo unser Auto gestoraged war, bei Hans. Da machen wir, nicht wir, sondern mein liebster Mann, den Ölwechsel. Ich mache mal einen kleinen Rundgang mit euch durch einen Männertraum. Zumindest laut meinem Mann. Eine sehr ordentliche, gut sortierte Werkstatt im Schatten. Das wär's für meinen Mann. So, hier ist Hans, der Crazy Guy. Der ist mit diesem schönen Citroën bis nach Äthiopien gefahren. Er fährt immer so Klassikfahrten mit seinen ganzen Autos. Und das hier ist echt ein Schatz. Da kommt er oben. Mit dem Auto ist er mit unserem Gastgeber Harry bis nach Holland gefahren, über Kairo. So, ganz kurzes Schrauber-Tutorial. Wenn man einen Ölfilter rausdrehen will, den man mit der Hand nicht rauskriegt, braucht man normalerweise wie so eine Zange oder so ein komisches Gerät halt dafür. Das bastel ich mir hier einfach selber aus meiner Ratsche und einem Spanngurt. Probiere das an dem neuen aus, dass das ungefähr die richtige Größe hat. Wenn das der Fall ist, dann kann ich das Ding nehmen, also gucke ich das hier mal einmal genau an. Der einmal so durchgewickelt, dann kann ich den im Prinzip so, kann ich das Ding dann drehen und dadurch zieht er sich am Filter fest und damit kann ich ihn rausdrehen. Ja. Jetzt habe ich den da drüber gemacht und dadurch, dass ich den jetzt drehe, verspannt sich quasi der Spanngurt und damit wird sich hoffentlich, genau, er dreht sich. Das sieht man noch nicht so stark, weil der dunkel ist, der da unten drin ist. Ich habe ja gesagt, sie sollen eine Lampe mitbringen. Das habe ich nicht gehört. Wenn man deutlicher reden würde. Den Rest können wir wieder andrehen und ist nicht schon geputzt hier. Ich habe ihm schon 100-mal gesagt, er soll deutlicher reden, aber er hört ja auch nicht auf mich. Für die ganz Interessierten 10 Liter Öl wurden ausgetauscht und das macht mein Göttergatte alle 5.000 bis 7.000 Kilometer, damit unser Tempochen auch immer schön brummen kann, wie es sich für einen ordentlichen Elefanten gehört. Und der ordentliche Schrauber macht jetzt zumindest so ein bisschen sauber. Nee, der macht richtig sauber. Und wenn ich schon bei anderen Leuten in der Werkstatt schrauben darf, dann wird das hier auf Picobello hinterlassen. Das ist der Vorteil, wenn man in so einer Werkstatt ist. Da kann man es gleich hier lassen und wir müssen es nicht irgendwo auf der Straße an jemanden geben. Zumindest ist der Vorteil für uns. Ja, auf der Straße haben wir wieder jemanden glücklich gemacht direkt damit. Das ist es halt. Work is done. Wir beenden im hoffentlichen Rückwärtsgang die Garagenarbeiten. Es war gerade eben noch mal ein bisschen hektisch, weil Harry ja die nächsten Autos geholt hat für seine Oldtimer-Show morgen. Ich fange schon an, wieder mit englischen Wörtern zwischendrin reinwerfen zu wollen. Jetzt haben wir noch seine Frau kennengelernt. Kurz, die lässt uns jetzt hier raus. Aber erstmal sind alle Werkstattarbeiten vorerst erledigt. Es ist schon richtig schön warm geworden. Gestern Abend war es ja quasi frisch. Wir sind nach drinnen gegangen und haben drinnen gesessen abends. Da war es schon zu kalt, um draußen zu sein ohne Feuer. Aber tagsüber wärmt es sich schon richtig gut auf. Aber wo Yvonne so schön sagt, dass alle Werkstattarbeiten erledigt sind, vorerst. Ich muss noch den Zahnriemen wechseln, ich muss noch den Hub vorne gucken, warum der nicht funktioniert. Was ist denn der Hub? Mir fällt es gerade auf. Siehst du, das ist schon geil. Der Auspuff. Der Lok vorne, nein. Nein?
versuch's später nochmal. Und einen Auspuff muss ich mich auch noch drum kümmern. Genau, der Auspuff hat ja auch, der hat einen schönen Ton. Mein Mann und Harry haben ihn gelegt. Der Four-Wheel-Hub von der Front-Axle. Ist ja auch egal. Irgendwas da vorne muss noch gemacht werden. Wir sind jetzt wieder auf der Straße. Die Freilaufnaben. Ah, da ist es das Wort endlich. Wir machen jetzt noch ein bisschen einen Shopping-Organisationstrip. Samstags mittags auf einem Supermarktparkplatz in Lusaka. Hier wird quasi Ponyreiten angeboten und es wird tatsächlich angenommen. So, da haben wir die Kartbahn. Da wird sogar auch jemand spazieren gefahren. Die ganze Family an einem Kart. Und eben hat man noch mal die Pferde gesehen. Samstagmittag vor einem Einkaufszentrum. Tja, that's Africa. Nicht nur da, bei uns ist das ja auch so. 3 Punkte standen heute auf der To-Do-Liste. 1,5 haben wir abgeklärt. Also wir waren frühstücken immerhin auf dem Parkplatz vom Supermarkt. Das war jetzt kein Punkt, das war kein Punkt 1. Aber wir waren nochmal, wir hatten den Ölwechsel haben wir gemacht. Wir haben versucht, nach Batterien zu gucken. Im Internet stand, dass die bis 17 Uhr offen haben. Als wir um 13:30 oder 13 Uhr dort waren, hatten sie schon zu. Und der Supermarkt, in dem wir jetzt zum Schluss waren, der war auch nur so semi-erfolgreich. Deswegen würde ich eher sagen, 1,5 Punkte von 3 abgearbeitet. Nichtsdestotrotz, der Tag ist schön. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir fahren jetzt zurück ins Lukasa, machen es uns dort gemütlich. Haben wir ja immer noch genug Sachen zu organisieren, zu machen und zu tun. Und deswegen geht es jetzt ab ins Lukasa. Das von Heike und Harry geführte Airbnb mit angeschlossener Campsite ist in Afrika so etwas wie ein zweites Zuhause für uns geworden. Die 2 sind herzliche und entspannte Gastgeber mit einem wunderbaren Grundstück. Mittlerweile zum 3. Mal sind wir schon hier und genießen es nach Herzenslust mit Familien- und Hundeanschluss zu wursteln und zu bosseln. Und manchmal bleibt meine Küche auch kalt, wie an diesem Abend. Und wir sitzen mit den anderen Gästen am Lagerfeuer und genießen selbstgemachte Pizza, anregende und interessante Gespräche, bis der Bauch kugelrund und kurz vorm Platzen ist. Kurze Panik. Wir wollten jetzt eben mal ganz gemütlich kurz weg und was ist? Seit gestern Abend riecht es ein bisschen im Auto etwas komisch und eben komme ich hier vorne ins Fahrerhaus und da riecht es richtig nach diesem Geruch, so ein bisschen nach verbranntem Kunststoff. Und was ist? Unsere zweite Wohnraumbatterie hier hinten drin, die ist so heiß, die kannst du kaum anfassen, also die kocht. Ich muss die jetzt mal dringend abklemmen, weil das ist nicht gut. Nicht, dass uns die hier noch hier zerpflückt und dann, wenn die auseinanderplatzen, dann hast du die ganze Sauerei hier im Auto. Deswegen konnte ich gestern nicht gut schlafen, weil mich das schon beunruhigt hat. Dann war es doch ein Geruch vom Innerseite des, inner dem Auto. Ist schon nicht Wortfindungsstörung wie immer. Ja, das ist nicht gut. Ich kann doch einfach mal was glatt laufen, oder? Wir wollten doch einfach nur mal wegfahren. Wir wollten heute mal einen geruhsamen Sonntag haben. Und dass ich neue Batterien brauche, das wusste ich doch schon. Muss doch gar nicht mehr hier auf die Art noch mal kundgetan werden. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das Ding hier um die Ohren fliegt. Ja. Das ist sehr hässlich. Man versteht dich nur zu noch größerem Glück, versteht man dich so gut. Ich bin auch gerade so ein bisschen hektisch im Panikmodus. Nein, ich weiß, das steht mir nicht zu. Ganz cool bin ich wie immer. Meine Damen und Herren, aber nein, das ist so. Nicht lustig. Ich kenn meinen Mann ziemlich lange und ich muss sagen, die Hektik ist nicht gespielt. Ja, die ist so heiß. Ich habe echt Angst, dass mir die um die Ohren fliegt. Handschuhe? Ich weiß noch nicht, ob Batterien einem um die Ohren fliegen können, aber bestimmt. Ich glaube schon. Das macht bestimmt keinen Spaß. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jetzt kann ich mich wieder entspannen. Batterie ist draußen. Aber sowas, ich habe ja schon heiße Batterien erlebt, aber so eine heiße Batterie, das muss ich sagen, fand ich jetzt sehr ungewöhnlich. Jetzt ist er erstmal fort, jetzt isoliere ich noch ein bisschen hier die offenen Enden ab. Und dann machen wir es aber erstmal zur
Historical Auto Car Show in Lusaka. Weil da wollten wir eigentlich hin, da habe ich nämlich ein bisschen Bock drauf. Ich bin ja mal sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir sind ja unterwegs in einen Country Club. Da war ich ja noch nie in meinem Leben. Stimmt nicht? Golf Country Club. Oh, right. Der war jetzt richtig. Ich muss noch ein bisschen nach der Straße gucken. Wir waren in Zimbabwe auch schon in einem Country Club. Aber ja, also wir sind jetzt unterwegs in einem Country Club in Sambia. Und was das alles so gibt, ob das so vornehm ist oder nicht. Aber ja, wir werden es gleich sehen. Deswegen wolltest du das schon mal das Hemd tauschen. Ich habe einen Fleck auf dem T-Shirt gehabt. Und, ihr könnt das lesen, nennt das Only und ich darf da rein. Ich hab's geschafft. Hier wird bestimmt auch Polo gespielt, weil hier sind auch Pferde. Ach so, ja. Total interessant. Andere Kultur. Bis der Herr mal wieder fertig ist. Jetzt waren wir schon unterwegs und er muss zurück, weil er sich vorher auf so viele Dinge hier konzentrieren musste, dass er keine Zeit hatte, sich einzucremen. Ich habe versucht, mich mit der neuen Kamera zu beschäftigen, damit ihr bessere Aufnahmen bekommt. Aber ich bin noch zu blöd dafür, das dauert noch, bis ich das verstanden habe. Wir haben uns nämlich eine 360 gekauft. Da werden wir noch ein bisschen kämpfen. Also entschuldigt auch in Zukunft irgendwelche schrägen Filmaufnahmen. Jetzt erstmal hier im Country Club die Autoshow. Hier ist was los. Und schon bekommt ihr die ersten Filmversuche von uns ab. Könnt uns ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und nicht vergessen, wir sind noch in der Erprobung. Jetzt aber doch zurück zur Autoshow. Nach Themen, Marke und Baujahr geordnet stehen eine ordentliche Anzahl an Fahrzeugen aller möglichen Kategorien auf dem Platz und begleitet von lauter Musik wie immer und überall auf diesem Kontinent schlendern wir durch die Reihen und René verliebt sich in dieses außergewöhnliche Stück, wozu wir natürlich auch wieder euer Schwarmwissen brauchen, denn selbst mein Mann weiß nicht, was das für ein Modell ist. Da hat sich aber mein Mann... Ich habe meinen nächsten Cruiser gefunden. Ich wollte gerade sagen, da hat er sich gerade schockverliebt. Wow. Das ist ja ein scharfes Teil. Okay, jetzt werden hier die Muckis. I'm watching. Die Karawane zieht weiter. Guckt mal hier. Überall sind jetzt hier die Männer gefragt. Ah. Who's about to come? I'm about to come. I'm about to come. Okay, Männerträume werden wahr. Das war's mit dem Classic Car Festival. Vor uns fährt ein schöner Mercedes jetzt als erstes Auto vom Platz.
Wir folgen einfach mal. Wir haben das sehr genossen. Der Vibe war sehr nice. Und es gab viele schöne Autos, unter anderem ja auch der IFA. Und am Schluss haben sie halt mal so ein bisschen die Muskeln spielen lassen, die Jungs. Wie auf der Einladung es auch dran stand schon. Das ist der Spielplatz für Männer. Boys for Toys. Boys for Toys. Nee, Toys for Boys. So. Genau, so stimmt. Ich schwätze immer alles nach. Aber Toys for Boys, so war es auch. Die meisten waren Männer, gerade die jetzt ganz zum Schluss noch um die Autos herumstanden und die Motoren haben aufbrüllen lassen. Das war schon sehr beeindruckend. Wir tun ja immer, auch wenn es quasi nur Sachen sind, mir tun ja immer die Autos leid. Ich kann euch sagen, ich habe einen fleißigen Mann. Kaum von der Klassiker-Ausstellung zurück, liegt er schon wieder unterm Auto. Was machst du da? Hochmotiviert. Ich habe ihm erstmal unsere Freilaufnarbe wieder gangbar gemacht. Da bin ich schon ganz zufrieden mit. Die ist nämlich nicht kaputt. Aha. Und jetzt suche ich nur, wo unser Auspuff hier abbläst. Aber ich finde ehrlich gesagt nichts. Aber ich erinnere mich, dass Marcel auch irgendwas gesagt hat. Der dröhnt auch. Ja, aber ich kann noch nichts sehen. Hier ist nirgendwo was schwarz. Ich bin der Meinung, Marcel hätte mir irgendwas, muss man auf Fotos gucken, was gezeigt. Die zwei stehen hier jetzt und diskutieren über Batterieprobleme, Lithium oder Nee, wir AGM. diskutieren nicht über Probleme, sondern über Lösungen. Genau. Er hat mir gerade schöne Lösungstipps gegeben. Weil unsere Batterie ja heute Mittag richtig schön weggekocht ist nochmal und wir brauchen ja neue. Und hier in Lusaka ist die letzte Chance, So nochmal was zu besorgen. Ja, weil da nach oben ist ja echt vorbei. Da kriegst du ja nichts mehr. Ich habe in Pika einen neuen... Ich gehe jetzt mal mit euch darüber. Da im Hintergrund seht ihr ein Wohnmobil. Wir haben nämlich Detlef mit seiner Frau vor 2,5 Jahren schon mal in Namibia getroffen. Am Westausgang des Etoshas, beziehungsweise damals war das für uns der Westeingang. Die zwei kommen aus dem Darmstädter Kreis, das heißt bei uns in der Nachbarschaft. Und natürlich hat man sich sofort verständigt. Und das war einfach total witzig. Und als gestern tauchten sie plötzlich hier auf. Montagmorgen, da draußen stürmt es. Und wir sind unterwegs wieder in die Stadt, Wir müssen Batterien kaufen, unsere Wohnraumbatterien, die sind ja abgeraucht. Und ja, ich bin jetzt auf der Suche, ob ich hier irgendwo Lithiumbatterien vielleicht bekommen kann sogar, um unser Setup hier im Wohnaufbau mal etwas zu verbessern. Aber ich glaube, es gibt jetzt eine Tagesaufgabe, hier durch Lusaka zu eiern, die Batteriebuden abzufahren, um zu gucken, wo wir sowas kriegen. So, wir sind jetzt rausgewunken worden hier von der Polizei, weil wir hier an einer Kreuzung kurz vorher mussten wir aus einer Seitenstraße rausfahren und wussten uns nicht besser zu helfen, wie die ganzen lokalen Minibusse auch, und zack, werden wir rausgeholt. So, mich haben sie gerade mal wieder abgestraft. Ich habe die weiße Linie irgendwo überfahren und muss jetzt meine 400 Quatscher bezahlen. Bin von 800 wenigstens schon mal weggekommen auf 400, aber richtig guter Deal war es auch noch nicht. Aber ich habe halt gerade keinen Nachdenken. Auch nach so vielen Jahren hier in Afrika müssen wir jedes einzelne Mal wieder lernen, wie wir neu in ein Land ankommen. Welche Geflogenheiten, wo wir sind, das ist immer wieder interessant. Und wie viel man bei der Strafe bezahlen muss. So, zweite Kreuzung, zweite Fein. So, wir haben einen U-Turn gemacht an einer, Achtung, da kommt ein Auto. Wir haben einen U-Turn gemacht an einer, an einem Abzweig. Es war auch nicht ersichtlich, dass man das nicht tun darf. Und hier an dieser Kreuzung stehen sie tatsächlich an jeder Ecke und haben uns wieder rausgewunken. Immerhin hat René jetzt die Strafe um die Hälfte verringert. Er hat jetzt 200 Quattro bezahlt, was etwas weniger als 10 Euro sind. Ich glaube, die 100 Quatscher sind die angemessenen. Jetzt kriegen wir als nächstes Ärger, weil ich die Straße hier blockiere bestimmt. Aber wir wurden hier von der Polizistin rausgewunken. Diese Lady hat jetzt ihr Taschengeld ein bisschen aufgebessert.
Wir sind hier scheinbar irgendwie im Einkaufsviertel. Hier tobt der Bär auf der Straße. Scheiße. Nein, man muss keinen Stress kriegen. Oh, da ist die Politesse, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das war auf meine Kamera gemünzt. Nicht, dass wir deswegen unsere 3. Strafe an einem Tag abkriegen. Und wer denkt, deutsche Städte sind stressig, war noch niemals in Afrika unterwegs. Wir versuchen, auf die andere Seite der Stadt zu gelangen, was weder einfach noch schnell funktioniert. Okay, wir waren jetzt hier im Battery King. Der hat leider auch nichts gehabt. Er wartet eine Lieferung heute Mittag. Haben wir uns ja schon erhofft, Battery King. Jetzt gehen wir hier in einen Poolladen. Wurden hergeschickt, die sollen was haben. Mal schauen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Immerhin hat sie sich gleich an den Rechner gesetzt. Hier gibt es Wasserfiltersysteme. So, jetzt sind wir hier im Lagerbereich von dem Geschäft eben, wo wir waren. Und jetzt wird uns hier erstmal die 200 Ampere Batterie rausgeholt. Und René überlegt jetzt die ganze Zeit. Das sind die Momente, wo man sich die Infrastruktur in Europa wünscht. Wenn man mal irgendwas braucht. Okay, wir sind schon mal einen ganz kleinen Schritt weiter. Jetzt geht es immerhin schon mal ans Ausmessen von der Batterie, weil sie würde halt beide Batterien, die wir haben für den Wohnraumbereich, würde sie ersetzen. Und sie würde dann hinter meinen Sitz müssen. Und sie ist irgendwie 47 cm breit. Und das ist schon wahrscheinlich ein kleines Problem. Wir müssen nur gucken mit der Höhe und dass dein Sitz noch weit genug nach hinten geht. So, wir probieren jetzt mal die 100 Ampere, ob die eben in unser Auto passt. Jetzt wird's spannend. Wir haben uns ja jetzt noch mal ins Getümmel gestürzt, hier mitten in dieses Industrieviertel und haben sogar einen Parkplatz gefunden. Mal gucken, welche Diskussionen das dann mit dem Preis am Ende gibt. Der wollte nämlich 100 Quatscher, der Witzbold. Aber jetzt ist René hier auch im Getümmel verschwunden, weil hier hatten wir 2 Geschäfte mit Solar noch entdeckt auf der Herfahrt. Das war nämlich die gleiche Strecke. Und jetzt hoffen wir mal, dass René ist nämlich schon bestimmt eine halbe Stunde weg. Vielleicht findet er hier ein bisschen was Besseres raus oder überhaupt was anderes. Das, was uns die Entscheidung dann leichter macht, welche Batterie wir dann jetzt im Endeffekt nehmen. Es ist wieder da. Ja, also ich habe die gleiche 200 Ampere gefunden vom gleichen Hersteller, weil wenn ich das Ding abscanne, den Code, steht zwar außen was anderes drauf, aber es ist die gleiche wie bei dem anderen Kollegen, aber er kostet da nur 10.500 oder sowas, aber es ist auch die 200 Ampere. Ich bin mal überlegen, ob mir die, aber ich weiß nicht, wo ich die hinkriegen soll. Ich sitze mittlerweile über 2 Stunden hier im Auto, aber mittlerweile habe ich gerade eben René erspäht, wie er sich dem Auto nähert und jemand hinter ihm herläuft mit der Batterie. Wir probieren jetzt scheinbar die große Batterie hier im Auto. Ich nehme euch jetzt mal mit, weil jetzt sind sie gleich da. Da kommen sie. Da kommt der Schatz. Es hat gerade gesagt, es passt rein und guckt mich ganz erstaunt an. Ich habe vorhin schon seit Anfang an gesagt, dass man das mal ausprobieren sollte. Ja, Klugscheißer. Klugscheißerpunkt. Kauf erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen wir sie nur noch abholen und uns durchs Chaos wühlen. Aber wir haben einen dicken Punkt abgehakt. Das heißt, gut gemacht. Very good. Well done, René, würde man hier sagen.
Also die Batterie ist jetzt drin. Das lässt du viele, wenn irgendwas nicht geht. Irgendwas halt geht, genau, denke ich mir auch. Dann kannst du gleich sagen, halt, das ist das, was ich habe. So, jetzt haben wir erstmal das. So, ja, jetzt ist die Batterie angeklemmt. Aber Strom ist aus und jetzt will er das mal testen. Sieht ganz gut aus. Ich habe gerade mit der Nachbarin geschwätzt und habe nur gerade was gehört von wegen, ich mache den Motor und dann bin ich sofort natürlich zurückgekommen, damit ich das checken kann, was mein liebster Göttergatte da macht. Und jetzt kann er die checken, ob die lädt. Ich muss erstmal ein Relais sich öffnen. Ah ja, jetzt. Wo? Ach, da oben. Ah, 31. Von der. Also ich kann euch mal hier einen zeigen, der, glaube ich, ziemlich glücklich ist. Der Abschluss des Tages ist dann doch sehr gelungen. Die Sache ist zwar noch nicht ganz fertig montiert, aber die Batterie funktioniert. Da liegt irgendwie, das Schrauben, die da rumliegen, das finde ich ja immer nicht sympathisch. Aber wir haben ja hier eine App, oder René hat eine App, auf der kann er seinen Kontrollwahn wahrnehmen. Und bis jetzt lädt alles ganz hervorragend. Tipptopp. Dann gehe ich jetzt mal ins Essen. Tipp ist, wenn man morgen mit Solar noch geht. Dann ist tipptopp. Heute ist nur top. Heute ist nur top. Ich gehe dann jetzt mal ans Essen machen. Heute gibt es auch ganz fantasievoll was. Leuchte mich am besten schon an. Ja, leuchte dich mal. Guck mal, du bist so ein schöner Kerl hier. Ach, wunderbar hast du gemacht. Also gut, in diesem Sinne verabschieden wir uns erstmal für heute Abend und wünschen euch auch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao. Bis dann. Wir bedanken uns wie immer für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter, lasst uns ein Abo und viele Kommentare da, denn dies alles hilft weiterhin unserem Kanal beim Wachstum. Und wer unsere Arbeit an den Filmen honorieren möchte, findet den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung oder unserer Bio. Seit neuestem freuen wir uns, euch auch via Kanalmitgliedschaft als Mitreisende begrüßen zu dürfen. Mir bleibt somit nichts anderes zu sagen als Dankeschön, Tschüss und Bye-bye, bis nächste Woche.